Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Narzisstische Beziehungen gehören zu den herausforderndsten und schmerzhaftesten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. In seinem Buch Narzissmus in Beziehungen, Soforthilfe für Betroffene, präsentiert Sigmund Ambrosius ein praktisches und verständliches Hilfswerk für all jene, die das beklemmende Gefühl einer toxischen Partnerschaft mit einem Narzissten kennen oder vermuten. Der Autor konzentriert sich dabei nicht nur auf Warnzeichen, sondern auch auf konkrete Methoden zur Befreiung und Heilung. Dieses Buch ist gerade wegen seiner klaren Struktur und praxisorientierten Tipps ein wertvoller Begleiter für Betroffene und jene, die eine gesunde Beziehung anstreben. Mit 138 klar identifizierten Warnzeichen und handfesten Strategien bietet es einen umfassenden Leitfaden durch die oft unübersichtlichen Dynamiken narzisstischer Beziehungen. Neu ist dabei der Fokus auf echte Selbsthilfe. Praktische Übungen, beispielhafte Situationen und empathische Ansprache befähigen Leserinnen und Leser, toxische Muster zu erkennen und zu durchbrechen. Das Buch leitet mit verständlicher Sprache ein und holt Betroffene direkt dort ab, wo sie stehen. Häufig in einem Zustand der Unsicherheit und Selbstzweifel. Wer die Manipulationen durch einen Narzissten endlich verstehen, sich befreien und wahrhaftige Liebe finden will, findet in diesem Werk eine wertvolle Stütze und fundierten Ratgeber. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die 138 Warnzeichen narzisstischer Beziehungen. Ein zentrales Element des Buches von Sigmund Ambrosius sind die 138 Warnzeichen, die eine Partnerschaft mit einem Narzissten entlarven. Der Autor liefert damit eine umfangreiche Checkliste, die es ermöglicht, sich Klarheit über die eigene Beziehung zu verschaffen. Diese Warnzeichen umfassen emotionale, kommunikative und verhaltensbasierte Hinweise wie beispielsweise Schuldumkehr, ständige Kritik, Manipulation durch Schweigen oder übertriebene Idealisierung zu Beginn der Beziehung, die später in Abwertung umschlägt. Ambrosius legt Wert darauf, dass viele dieser Merkmale subtil auftreten, jedoch in ihrer Gesamtheit ein klares Bild einer toxischen Dynamik beschreiben. Besonders hilfreich ist die praxisorientierte Darstellung. Die Leser können sich anhand der Aufzählungen selbst prüfen und ihre Erfahrungen gezielt reflektieren. Dies verhindert die weit verbreitete Selbsttäuschung in narzisstischen Bindungen, in denen Betroffene oft die Schuld bei sich suchen oder die Problematik herunterspielen. Die Warnzeichen dienen als rote Flaggen und fördern die Wahrnehmung und Selbstachtung, um rechtzeitig aus destruktiven Verstrickungen auszusteigen. Zweitens: Psychologie des Narzissmus. Wie erkennt man einen Narzissten? Im zweiten großen Themenblock erläutert Ambrosius die psychologischen Grundlagen des Narzissmus. Das Verständnis der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur ist wesentlich, um Manipulation und die zerstörerischen Kreisläufe zu entlarven. Der Autor erklärt ausführlich die Merkmale, die Narzissten kennzeichnen. Ein übersteigertes Bedürfnis nach Bewunderung, fehlendes Einfühlungsvermögen, Schwierigkeiten mit Kritik und die ungesunde Tendenz, Mitmenschen für die eigenen Fehler verantwortlich zu machen. Ambrosius bezieht sich dabei auf aktuelle psychologische Forschung, bleibt jedoch leicht verständlich und praxisnah. Besonders hilfreich ist seine Darstellung, wie Narzissten zu Beginn einer Beziehung agieren, meist charmant, aufmerksam, fast perfekt, und wieso dies später in Kälte, Abwertung und emotionale Gewalt umschlagen kann. So gewinnen Betroffene tiefere Einsichten in wiederkehrende Beziehungsmuster und können diese künftig besser erkennen. Das Wissen um die psychologischen Hintergründe bietet nicht nur Selbstschutz, sondern auch Mitgefühl für die eigene Lage, indem es die Manipulationen rational erklärbar macht. Drittens: Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen. Ein zentrales Thema des Buches widmet sich den emotionalen und psychischen Folgen für die Opfer narzisstischer Beziehungen. Ambrosius erklärt anhand vieler Beispiele, wie die toxische Dynamik das Selbstwertgefühl untergräbt. Opfer fühlen sich häufig verunsichert, machen sich selbst für die Konflikte verantwortlich und erleben einen schleichenden Verlust von Selbstvertrauen.
Diese emotionale Abhängigkeit, die durch den Wechsel zwischen Idealisierung und Abwertung entsteht, wird detailliert analysiert. Der Autor betont, dass viele Betroffene ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen oder ernst nehmen können. Er zeigt auf, wie es dazu kommt und welche Schritte notwendig sind, um die eigene Identität zurückzugewinnen. Besonders hilfreich sind konkrete Hilfestellungen wie das Erkennen von Schuldumkehr, die Stärkung der eigenen Werte und die bewusste Reflexion der Beziehungserfahrungen. Der Weg zu einem gesunden Selbstwertgefühl führt über das Bewusstwerden der toxischen Muster, Selbstfürsorge und gezielte Selbststärkung, Schritte, die im Buch umfassend erklärt werden. 4. Strategien zur Befreiung aus der toxischen Beziehung. Ein weiterer bedeutender Schwerpunkt liegt auf dem Ausstieg aus der toxischen Beziehung. Ambrosius liefert eine Vielzahl an Sofortmaßnahmen und langfristigen Strategien, um sich aus narzisstischer Kontrolle zu befreien. Hier geht es um die Planung der Trennung, das Setzen und Halten von Grenzen sowie um den Umgang mit möglichen Gegenmaßnahmen des Narzissten wie Hoovering oder Dreiecksspiele. Schrittweise werden Leserinnen und Leser an die Hand genommen, typische Fehler beim Ausstieg zu vermeiden und die Vorbereitungen zu treffen, etwa durch das Sammeln von Beweismaterial, den Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks und notfalls rechtliche Schritte. Der Autor betont die Bedeutung von Geduld und Durchhaltevermögen und gibt Techniken an die Hand, wie das konsequente Kontaktabbruch, No-Contact-Prinzip oder Grauer-Stein-Methode, um sich dem zerstörerischen Einfluss zu entziehen. Das Kapitel ist praxisnah verfasst und spricht auch über die emotionalen Herausforderungen nach der Trennung, inklusive Rückfallprävention und Wege zu neuer innerer Stärke. Schließlich Heilung und der Weg zur echten Liebe. Abschließend widmet sich das Buch der Gestaltung eines neuen, gesunden Lebens nach der Befreiung aus einer narzisstischen Beziehung. Ambrosius erläutert, wie wichtig es ist, eigene Wunden zu heilen, alte Bindungsmuster zu reflektieren und ein stabiles Selbstwertgefühl aufbauen. Der Autor legt dabei viel Wert auf die Entwicklung von Selbstfürsorge, die Fähigkeit, Grenzen zu setzen und das Vertrauen in eigene Gefühle. Praktische Übungen und Handlungsempfehlungen unterstützen den Leser auf dem Weg zu Selbstliebe und Lebensfreude. Ebenso werden Hinweise gegeben, wie man künftige gesunde Beziehungen erkennt und gestaltet, sodass nicht erneut toxische Bindungen entstehen. Die Methode fördert die Bereitschaft zur Verarbeitung des Erlebten und vermittelt neue Hoffnung. Beziehungen sind möglich, in denen Liebe, Respekt und Gleichwertigkeit gelebt werden können. Das Buch schließt mit Ermutigung und Inspiration, einen echten Neuanfang zu wagen, frei von alten, negativen Mustern. Zusammenfassend: Narzissmus in Beziehungen. Soforthilfe für Betroffene von Sigmund Ambrosius ist ein unverzichtbarer Ratgeber für alle, die sich mit toxischen Beziehungsmustern auseinandersetzen oder darin gefangen fühlen. Besonders geeignet ist das Buch für Menschen, die bereits erste Zweifel an ihrer Beziehung haben, sich in emotionalen Abhängigkeiten verstrickt fühlen oder immer wieder an die gleichen Grenzen stoßen. Doch auch Angehörige, Freunde oder Berater von Betroffenen können aus dem umfassenden Wissen einen großen Nutzen ziehen. Ambrosius kombiniert wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse mit sofort anwendbaren Praxistipps und schafft es, komplexe psychologische Vorgänge leicht verständlich und lebensnah darzustellen. Das macht das Buch zu mehr als nur einer Sammlung von Warnzeichen. Es ist ein Leitfaden zur Selbstbefreiung und zum Neuanfang. Im Vergleich zu anderen Werken auf dem Markt besticht dieses Buch durch seine klare Gliederung, die Fülle an präzisen Warnsignalen und die praxisorientierten Strategien für den Alltag. Wer wirklich eine spürbare Veränderung in seinem Leben sucht, findet hier nicht nur Wissen, sondern auch konkrete Werkzeuge zur Umsetzung. Ob Sie lange unter Narzissten gelitten haben oder einfach gesunde Beziehungen lernen wollen. Dieses Buch bringt Sie zurück zu sich selbst, gibt Orientierung und motiviert zu einem glücklicheren Leben. Gerade die Kombination aus Tiefgang und Direktheit überzeugt und macht es zu einer lohnenden Investition für ein selbstbestimmtes, erfülltes Liebesleben. Wenn Sie unterstützen möchten: Sigmund Ambrosius,
können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.